Es gibt mittlerweile wahnsinnig viele Longtail-Lastenräder auf dem Markt. Selbst einzelne Hersteller haben verschiedene Longtails. Die Frage ist aber, welches ist das Richtige für dich? Ich habe da mal zwei mitgebracht. Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande und wir können als Familie in den nächsten Wochen das Yuba Boda Boda und das Spicy Curry testen. Und wir wollen mal sehen, was so die Gemeinsamkeiten, was die Unterschiede sind und für wen welches Rad am besten geeignet ist. Yuba hat uns für dieses Video sowohl das Boda Boda als auch das Spicy Curry hinter mir ausgeliehen für dieses Video und sie unterstützen die Produktion des Videos finanziell. Sie haben uns allerdings nicht gesagt, was ich oder wir irgendwie wie sagen sollen. Alle Gedanken und Äußerungen sind meine und unsere eigenen und Sie dürfen das Video auch nicht sehen, bevor ihr es zu sehen bekommt. Wir sind komplett herstellerneutral. Und damit starten wir jetzt mal rein. Yuba ist einer der Longtail-Pioniere. Schon 2007 kam der Franzose Benjamin Sarrazin auf die Idee, ein Longtail zu bauen. Er ließ sich so von diesem kalifornischen Lifestyle inspirieren, wo er in dieser Zeit lebte, und hat dann das Mundo Lux auf den Markt gebracht. Und das bleibt bis heute einer der Klassiker in dem Yuba-Programm. In den Jahren darauf ist allerdings das Lastenradportfolio von Yuba enorm angestiegen. Das Spicy Curry ist ein Longtail mit Mullet-Konfiguration. Wir haben vorne ein 26 Zoll Rad, um leicht über Hindernisse zu rollen, und hinten ein 20 Zoll Rad, um einen möglichst niedrigen Schwerpunkt zu erhalten. Das Boda Boda hingegen hat vorne und hinten 26 Zoll Räder und ist auch eine ganze Ecke kürzer als das Spicy Curry. Es ist also insgesamt etwas mehr klassisches Fahrrad. Das Spicy Curry macht dabei aber besonders Spaß, da es in 4 sehr auffälligen und coolen Farben bestellbar ist, während das Boda Boda in einem eher ernsten Grau kommt. Was ist das? Ist das Mausgrau? Eine weitere Gemeinsamkeit ist die Kettenschaltung. Beim Boda Boda hier mit dem robusten Link-Glide-System und beim Spicy Curry mit der Besonderheit, dass diese auf ein besonders kurzes Schaltwerk gesetzt haben. Wenn wir uns das hier unten mal angucken, damit die Freigängigkeit trotz des kleinen Laufrads hinten gegeben ist und es nicht zu Defekten kommt, wenn man damit irgendwo gegendergelt. Dafür ist man dann aber auch auf eine Neungangschaltung und eine etwas geringere Bandbreite beschränkt. Mal sehen, wie das nachher die Fahrt beeinflusst. Aber anders als das die meisten anderen Longtail-Hersteller machen, hat Yuba die Räder so entwickelt, dass die Ketten nicht noch einmal umgelenkt werden müssen, um irgendwie am Ständer vorbeizukommen, sodass das ganze System etwas effizienter läuft. Die Ständer sind ihre eigenen. Die sind richtig schön breit, die sind richtig schön stabil. Und der zweite Vorteil ist, dass einfach die Bedienung des Ständers richtig angenehm ist, um das Rad irgendwie vom Ständer runterzuschieben, und auch das Draufschieben. Man stellt sich einfach auf einen der Füße, schiebt das Rad nach hinten und schon stehen die Dinger sicher. Ein weiteres interessantes Detail sehen wir hier hinten, denn sowohl das Boda Boda als auch das Spicy Curry haben immer solche Speichenschütze montiert, Speichenschützer oder so. Auf jeden Fall sind das hier so richtig dicke Kunststoffplatten, die sind sehr stabil, haben hier noch das Boda Boda Logo drin, haben aber trotzdem einen Zugang zu den Bremsen zum Beispiel. Hier beim Spicy Curry ist das ebenfalls ein ähnliches Material, ist aber noch ein bisschen geschlitzt für eine bessere Belüftung des Hinterrads oder so. Auf jeden Fall sollte man aber bei beiden Rädern darauf verzichten, dass Kinder da barfuß mitgenommen werden. Steht zumindest hier drauf.
Bei der Sitzgeometrie gibt es ein paar Unterschiede. Beide Räder sind grundsätzlich in der Standardkonfiguration für Menschen bis etwa 1,90 Meter geeignet und ihr könnt etwa 1,60 Meter klein sein, um mit einem Yuba-Bike fahren zu können. Der Einstieg ist beim Boda Boda etwas niedriger, beim Spicy Curry muss man sich, um drauf zu kommen, etwas mehr strecken. Während beim Spicy Curry eine zweigeteilte Sattelstütze hier verbaut ist, kommt bei dem Boda Boda eine einteilige Sattelstütze zum Einsatz. Und was auch jetzt im direkten Vergleich auffällt, wenn wir uns das hier mal angucken und dann direkt danach das da angucken, dass die Sitzposition beim Spicy Curry um einiges sportlicher ist als hier bei dem Boda Boda. Hier ist der Reach insgesamt etwas kürzer, was links auch daran liegt, dass ich jetzt den Vorbau deutlich nach oben gestellt habe, um eine etwas aufrechtere Sitzposition hinzubekommen. Beim Spicy Curry ist jetzt kein verstellbarer Vorbau verbaut. Dafür kommt hier ein breiterer, eher Mountainbike-mäßigerer Lenker zum Einsatz, während er hier doch ebenfalls zwar ziemlich breit ist, aber doch schon ziemlich Trekkingradmäßig. Allerdings lassen sich natürlich sämtliche Komponenten bei beiden Rädern tauschen, da es sich um absolute Standardmaße handelt, was ich ziemlich gut finde und auch brauche. Denn mit 1,96 Meter muss ich bei beiden Rädern eine längere Sattelstütze verbauen, um damit fahren zu können. Ebenfalls gleich ist die Aufnahme für einen Frontgepäckträger. Und da kommen wir jetzt mal so ein bisschen zu dem Cargo-Aspekt dieser beiden Räder. Und das wird ziemlich spannend, sage ich euch. Für den Bereich hier vorne bietet Yuba 3 verschiedene Optionen an. Erstmal könnt ihr komplett auf den Frontgepäckträger verzichten, was ich nicht unbedingt empfehlen würde. Die zweite Möglichkeit ist dieses Stuff Rack hier. 30 x 40 cm Ladeflächengröße, ist hier mit relativ hohen Bordwänden ausgestattet, mit so einem Netz ausgestaltet. Hier ist auch noch so ein Zubehör, mit dem sich das Ganze dann einfach abdecken lässt und was auch immer am Rad verbleiben kann. Also eine ziemlich praktische und ziemlich variable Nutzung ist hier möglich. Und natürlich lenkt man da relativ nah drüber. Es ist aber trotzdem genug Platz auch für größere Rucksäcke, die hier ein bisschen drüber hinausragen. Und die zweite Option ist das hier, das kleinere Base Rack. Das hat nicht ganz so diese Größe, aber lässt sich natürlich auch schon für sich genommen gut verwenden, um hier irgendwie eine größere Gepäckrolle oder drauf zu befestigen. Hierfür gibt es aber noch 2 Möglichkeiten, um die Nutzungsmöglichkeiten zu erweitern. Einmal mit einer einfachen Platte, die hier drauf fest verschraubt werden kann, oder mit der Tasche, die ihr eben gerade gesehen habt. Das ist die Grab-and-Go-Bag. Da ist jetzt auch ein bisschen Kram drin. Die eignet sich auf der einen Seite durch ihre Größe für das Stuff Rack. Auf der anderen Seite lässt es sich hier aber mit dieser Lasche hier unten, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt, kann man das hier einfach drauf schieben und dann mit diesem Klickverschluss dann hier fest drauf verzurren. Hier passt wirklich einiges rein. Das ist komplett regendicht. Hier ist wahnsinnig viel Platz dran, hat dann noch so kleine Taschen links und rechts für Kleinigkeiten und überall natürlich so das Yuba-Logo. Hier vorne ließen sich dann noch Dinge irgendwie verzurren oder so. Und man kann sie auch ganz einfach hier mit diesem Riemen tragen. Also es ist eine super Einkaufstasche, wodurch ihr nicht irgendwelche Taschen hier noch reinstellen müsst, sondern diese Tasche einfach überall mit hinnehmen könnt. Das ist eine ziemlich smarte Idee. Und mit 15 bzw. 25 Kilo halten diese vorderen Gepäckträger auch jede Menge aus. Aber das ist natürlich nichts gegen die hinteren Gepäckträger dieser beiden Bikes. Der des Spicy Curry ist wirklich sehr, sehr tief und sehr, sehr lang, während der des Boda Boda eine ganze Ecke höher ist und auch eine ganze Ecke kürzer. Aber auf beiden Rädern können Erwachsene mit einem entsprechenden Zubehör ebenfalls mitgenommen werden. Mit diesem Zubehör, das hier beide Räder haben, werden aber vor allem Kinder glücklich. Diese Sitzpolster hier heißen Soft Spots und das ist ein mega Name dafür, denn die sind wirklich auf der einen Seite super weich, auf der anderen Seite eben für die Menschen, für die man am ehesten einen Soft Spot hat. Die lassen sich leicht abwischen und sauber halten, saugen sich nicht mit Wasser voll, wenn es regnet und lassen sich verhältnismäßig schnell mittels dieser Riemen, die ihr hier unten seht, an dem Rad befestigen und auch wieder abnehmen, bleiben aber tendenziell drauf, wenn ihr sie einmal beladen habt, denn die sind auch robust genug, um hier Dinge abstellen zu können.
Und wie ihr jetzt hier auch seht, gibt es die in verschiedenen Größen für die verschiedenen Räder von Yuba. Sowohl für den kurzen als auch für den langen Gepäckträger. Und dann gibt es noch dieses Teil hier. Und die heißen, Achtung, Yuba-Name, Monkey Bars. Sind aber für menschliche Kinder gedacht, außer ihr nutzt die Räder im Zoo zum Beispiel. Die sind beim Spicy Curry Family schon im Grundpreis enthalten, genauso wie diese großen, stabilen Bambusboards hier unten und die Softspots. Die Monkey Bars dienen als Flaschenhalteraufnahme, als Griffe zum Festhalten und dazu, um Dinge festzuzurren und bieten natürlich auch einen gewissen Schutz. Und diese Monkey Bars funktionieren ebenfalls mit dem Boda Boda, dann halt etwas verkürzt, was hiermit einfach möglich ist. Und hier könnt ihr dann noch eine weitere Konfiguration sehen, denn diese inneren Streben, die lassen sich entnehmen und gegen solche Schützer austauschen, um einen handelsüblichen Kindersitz montieren zu können. Das ist nämlich mit den inneren Streben, es ist einfach nicht möglich. Und dann lässt sich dieses ganze Konstrukt, diese komplette Bar, verhältnismäßig einfach demontieren. Also man drückt einfach, na, wo sind sie? Hier auf diese Pinökel, zieht es dann raus auf beiden Seiten und schon ist die gesamte Monkey Bar abgebaut und ihr könnt hier wirklich große und breite Sachen montieren. Und falls ihr euch gefragt habt, wofür diese Tasche hier ist, dann gebe ich euch jetzt die Antwort. Das hier ist einfach ein richtig großes Netz, um die Monkey Bar hier so als große Tasche zu nutzen, um Dinge hier einfach reinschmeißen zu können, wie dieses Zubehör jetzt zum Beispiel. Überhaupt muss man sagen, dass Yuba ein riesiges Zubehörangebot hat. Und ich würde sogar sagen, dass das größte Zubehörangebot aller Longtail-Lastenradhersteller ist. Die haben einfach wahnsinnig viele Ideen. Von großen abschließbaren Boxen für hier hinten, abschließbare Boxen für vorne, große Regenwetterverdecke für Kinder, Taschen natürlich in allen Formen, Farben, Größen und Ausführungen. Und das Besondere ist auch, dass vieles des Zubehörs, was es hier für Yuba-Bikes gibt, sich auch für alle Yuba-Bikes eignet. Wir haben jetzt ja schon ein paar Sachen gesehen. Eine weitere Sache ist aber zum Beispiel das hier. Surfs Up. Was ist das? Auch wieder cooler Name, ne? Wollen wir das mal hier mal aufmachen? Ich habe das jetzt nicht montiert, weil da gibt es einfach, ich bin kein Surfer. Ich bin nicht so cool. Es gibt viel coolere Leute, die würden das definitiv hier montieren und auch brauchen. Das sind Bügel, die werden hier an das Rad montiert, um damit große Surfbretter oder SUP-Bretter zu transportieren. Hier an der Seite dann auch hier solche coolen und gut gemachten Spanngurte, muss man sagen. Also hier ist wirklich für jeden was dabei, egal ob ihr coole Surfer-Dudes und Girls seid, ob ihr Kinder damit transportieren möchtet, ob ihr Waren damit transportieren möchtet und sogar Hunde. Das hier ist, wieder mal ein cooler Name, das Wooftop. Yuba hat das dafür entwickelt, um kleine bis mittelgroße Hunde hinten auf dem Gepäckträger aller ihrer Bikes transportieren zu können. Hier jetzt in der kürzeren Version, man kann das auch weiter rausziehen und passt dann somit aufs Mundo oder auch auf das Spicy Curry. Hier ist einiges dabei, hier an der Seite sind so kleine Taschen. Der Hund kann mittels dieser Aufnahmen einfach auch angeleint werden, damit da nichts passiert. Er muss natürlich je nach Hund hier oben auch hochgetragen werden. Das hier lässt sich auch komplett abnehmen und dann kriegt der Hund noch ein bisschen mehr Luft und Licht ab. Also das hier ist jetzt nicht hundertprozentig montiert, weil der hier ist nicht so schwer und der fliegt auch gleich wieder raus. Aber das ist ein ziemlich cooles Zubehör und das wirkt auch richtig gut gemacht, so wie alles, was wir jetzt an Zubehör für die Yuba-Bikes hatten. Aber jetzt ist mal die Frage, wie sich diese Räder beladen fahren. Hier ist natürlich wieder unsere Beladung, die Kameras. Hier vorne ist es verhältnismäßig leer, das heißt, wir haben keine direkt hundertprozentig gleiche Gewichtsverteilung, aber das fühlt sich schon so an, als würden da zwei Kinder hinten drauf sitzen, wenn meine beiden Mitarbeiter die Säcke da drauf sind. Und wir starten jetzt mal mit dem ersten Punkt, dem Beschleunigungscheck von 0 auf 25. Wir sind hier in der höchsten Unterstützungsstufe, jetzt im kleinsten Gang und wir legen mal los. Gleich die ersten paar Gänge geskippt. Und 25 km/h. Ja, wir haben hier eine sehr effiziente Kettenschaltung. Der kleinste Gang ist auch gerade zum Beschleunigen in der Ebene richtig super. Wir wollen gleich mal sehen, wie es dann am Berg ist. Die Gangwechsel gelingen sehr schnell, sehr knackig, aber auch gleichzeitig sehr laut. Aber wir wollen jetzt mal sehen, wie es am Jerusalemsberg funktioniert. So, das ist unsere Standardsteigung. Ich bin auf 200 Watt kalibriert und versuche eine Trittfrequenz von etwa 80 Umdrehungen pro Minute beizubehalten. Also ziemlich effizient.
können wir hier starten. 23,7 km/h. Das funktioniert ziemlich gut. Jetzt muss ich einmal runterschalten. 18,9, 18,7, 19 km/h. Also wirklich ziemlich fix hier den Berg rauf. Ja, also sehr effizienter Antrieb. Nach unten hin waren noch genug Gänge frei, um auf stärkere Steigungen hochzukommen. Und das Ganze ist sehr effizient. Kraftvoller Motor natürlich. Ja, hier über so eine Kante kommt das Rad super rüber. Wir haben ja das große Vorderrad, das da hilft, das auch dann noch gefedert ist. Also insofern auch hier ziemlich komfortabel. Wenn man das Rad jetzt so ein bisschen in die Kurve schmeißt, dann merkt man, es zieht ein bisschen nach, aber der Rahmen ist tatsächlich sehr steif. Der verzieht sich nicht. Das ist ziemlich spannend. Das ist bei so einem langen Fahrrad, bei so einem langen Longtail ziemlich schwierig umzusetzen. Von der Sitzposition her ist es jetzt so, dass ich, wie schon gesagt, eine ganze Ecke niedrig sitze oder zu niedrig sitze auf der Standard-Sattelstütze. Der Lenker ist sehr breit, sehr Mountainbike-mäßig. Wenn ich höher sitzen würde, würde ich sehr sportlich sitzen. Vielleicht eine Spur zu sportlich. Also wenn ihr größer seid, dann müsstet ihr auch den Lenker noch mal eine Ecke weiter nach oben bringen. Wenn ich den Lenker loslasse, dann kommt es in dieser Beladungssituation recht schnell zum Aufschaukeln. Allerdings merkt man das nicht während der Fahrt. Da bleibt das Rad schön stabil und auch wenn ich eine Hand vom Lenker nehme. Jetzt hier über Gravel und auch über sandige Stellen lässt sich das Rad gut kontrollieren dank des breiten Lenkers. Lenkt gut ein, auf jeden Fall. Auch hier ist natürlich wieder der lange Radstand spürbar, wenn man einlenkt und bei Kurven. Aber das Rad fährt sich komplett sicher, hat einen guten Grip auch mit den Schwalbereifen über so einen Untergrund, ist also komplett tourentauglich. Jetzt natürlich aber mal spannend zu sehen, wie es beim Anfahren am Berg abschneidet mit der Microshift-Schaltung. Ab in die kleinste Übersetzung, stärkste Unterstützung und wir legen los. Ja, im ersten Moment muss man etwas Kraft aufwenden, aber auch dann hier jetzt an dieser Steigung kann man das Rad sehr gut kontrolliert und langsam hochfahren. Also die Bandbreite der Kassette hinten, die ist durchaus auch für stärkere Steigungen und fürs Anfahren am Berg geeignet. Diese Kassette und auch die 9-Gang-Schaltung, die ist ein wirklich guter Kompromiss für dieses Fahrrad und wird wahrscheinlich für die allermeisten in den allermeisten Situationen gut funktionieren. So, absteigen und schieben, da muss man das Bein schon ein bisschen strecken. Das Rad lässt sich aber insgesamt sehr leicht schieben. Man muss nur ein bisschen mit den Platten aufpassen. Unten die Trittbretter sind sehr breit. Das Rad lässt sich gut schieben. Es hat einen verhältnismäßig niedrigen Schwerpunkt. So, und dank der Kettenschaltung ist es natürlich auch ohne Motor gut fahrbar. Nicht ganz so schnell, aber das funktioniert ebenfalls sehr gut. Für enge Kehren ist das Rad ebenfalls geeignet. Der Lenkeinschlag ist insgesamt groß. Dadurch, dass das Rad so einen großen Radstand hat, kommt man allerdings nicht überall rum. Nächster Punkt, Kopfsteinpflaster. Und das ist erstaunlich. Also ich rolle hier wirklich sehr entspannt rüber. Ich habe keine erhöhten Vibrationen am Sattel oder am Lenker, sondern das rollt sich sehr angenehm. Was man jetzt hört, sind die ungefederten Sachen. Also man hört den Ständer so ein bisschen, wie er so ein bisschen klappert. Hier vorne in der Box klappert es jetzt natürlich so ein bisschen. Nur beim Ständer würde ich mir ein bisschen wünschen, dass er besser gedämpft wäre in dem eingeklappten Zustand. Und man muss wirklich sagen, Länge läuft. Also das rollt wirklich sehr gut geradeaus. Keinesfalls nervös oder so. Und auch solche Bodenschwellen da hat, das hat natürlich den Vorteil, dass der Radstand relativ lang ist und somit solche höheren Bodenwellen und Bodenschwellen etwas abgedämpft werden. Und jetzt machen wir den Bremstest. Wir beschleunigen auf 25 km/h und wir bremsen an der zweiten Linie. Ja, gute 4 Meter Bremsweg insgesamt aus 25 km/h. Das ist in Ordnung für so ein schweres, großes Longtail. Das Rad ließ sich richtig gut kontrollieren. Die Bremsen haben sich jetzt nicht ganz so knackig angefühlt, wie ich das normalerweise von Magura-Bremsen gewöhnt bin. Aber es ist wirklich gut kontrollierbar. Der Hebelweg ist sehr angenehm, die Modulation funktioniert sehr gut. Ja, das war jetzt mein Eindruck vom Spicy Curry. Und auch das Boda Boda ist komplett beladen. Ein bisschen anders als bei dem Spicy Curry, aber auch hier 35 Kilogramm hinten drauf. Hier haben wir jetzt ebenfalls wieder die höchste Unterstützungsstufe drin, den kleinsten Gang, den man jetzt hier nicht sehen kann. Das muss man so ein bisschen nach Gefühl machen. Doch hier starten wir wieder. Oh, sehr, sehr spannender Unterschied. Also erstmal, es kommt genauso schnell auf Geschwindigkeit,
Aber die Gangwechsel sind mit der Link Glide viel sanfter. Hier nicht ganz so schnell. Also wenn man den Trigger zieht, dann geht das nicht ganz so schnell wie bei der Microshift-Schaltung, aber auch unter Last kann man mit der Link Glide super entspannt und leise schalten. Was hier auffällt, auch besonders natürlich bei etwas lauteren Umgebungen wie in der Stadt zum Beispiel, ist der Motor hier erst recht kaum hörbar. Aber mal sehen, wie er jetzt am Jerusalemsberg abschneidet. Also hier können wir jetzt unsere Trittfrequenz und die Leistung sehen. 200 Watt versuchen wir zu erreichen oder zu halten und 80 Umdrehungen pro Minute. Sind bei 23,4 km/h Grundgeschwindigkeit. Ein bisschen runterschalten. 21 km/h, 20 km/h, 19, 18,9, 18,8. Ja, es ist im Grunde genau das gleiche wie bei dem Spicy Curry. Aber klar, gleicher Motor, etwa gleiches Gewicht. Was aber sofort auffällt, ist in der Agilität. Also das Boda Boda ist viel mehr Fahrrad. Ja, beziehungsweise es stimmt nicht, es ist nicht viel mehr Fahrrad, aber fühlt sich halt normaler an. Durch den kürzeren Radstand ist das ziemlich entspannt. Es ist keine Umgewöhnung. Kurvenfahrten fühlen sich nicht anders an als bei einem normalen Treckenfahrrad. Kanten macht es auch gut mit. Jetzt, wenn ich mich in die Kurve lehne, ja, da merkt man den höheren Schwerpunkt des Boda Boda. Das ist so ein bisschen wackeliger in Kurvenfahrten. Beim Geradeauslauf merkt man im Vergleich zum Spicy Curry auch, dass es ein etwas kürzeres Fahrrad ist. Wenn ich jetzt hier loslasse, ist es aber tatsächlich etwas stabiler als das Spicy Curry. Es sind keinerlei Rahmenbewegungen spürbar. Auch hier beim Boda Boda ist der Rahmen richtig stabil. Und was ihr jetzt in der Seitenansicht auch seht, ich sitze viel aufrechter als bei dem Spicy Curry, aber auch zu niedrig. Ich habe jetzt hier die Standard-Sattelstütze in die höchste Position gebracht und sitze einfach zu niedrig. Wenn ich eine höhere Sattelstütze hätte, die mir passt, würde ich natürlich eine ganze Ecke sportlicher wieder sitzen. Ich glaube aber für Leute, die halt gerne aufrechter sitzen wollen, ist das Boda Boda besser geeignet. Auch hier der Gravel-Check. Wie gut kommt es hier rüber? Ja, dieses Fahrrad fühlt sich einfach viel mehr nach normalem Fahrrad an. Lässt sich wesentlich zackiger einlenken. Man kann auch bei höheren Geschwindigkeiten engere Kurvenradien fahren. Allerdings ist die Last hinten drauf spürbarer als bei dem Spicy Curry. Und jetzt mal sehen, ob die Schaltung mit der größeren Bandbreite hier nochmal einen Vorteil ausspielen kann. Anfahren am Berg. Natürlich wieder wie immer kleinster Gang, höchste Unterstützung und wir legen los. Ja, das ist nochmal eine Spur einfacher und angenehmer als bei dem Spicy Curry mit der Microshift-Schaltung. Wir haben einfach einen kleinsten Gang. So, im höchsten Gang gibt es dann eine Trittfrequenz von 53, 51 Umdrehungen pro Minute. Was auch auffällt, hier klappert es nicht so sehr. So, einmal absteigen. Das ist bei dem Boda Boda einfacher als bei dem Spicy Curry. Das Rad ist aber nicht so einfach dann aufrecht zu halten, wenn es beladen ist durch eben diesen höheren Schwerpunkt. Da muss man sich so ein bisschen mehr gegenstemmen, wenn das Rad in die eine oder andere Richtung kippen sollte. Aber auch hier ist das ohne Unterstützung fahren sehr einfach. Hier wiederum durch das eher fahrradähnliche Gefühl und diesen kurzen Radstand vielleicht sogar noch ein bisschen einfacher als bei dem Spicy Curry. Einlenken lässt sich das Boda Boda genauso gut wie das Spicy Curry, hat aber durch den kürzeren Radstand einen kleineren Wendekreis. Das Boda Boda ist wiederum auf Kopfsteinpflaster ähnlich gut drauf wie das Spicy Curry. Es ist nur spürbar, dass eben, da haben wir wieder den kürzeren Radstand. Dadurch ist schon etwas mehr Bewegung am Sattel und am Lenker, aber trotzdem sehr komfortabel das Ganze. Was man auch sagen muss bei beiden, der Juba-Sattel, der ist ziemlich bequem, der hat eine gute Form. Und hier bei solchen Kanten, ja, da ist deutlich mehr Bewegung in der Person auf dem Sattel. Jetzt wollen wir mal sehen, auch hier, wie es sich bremst. So, wir beschleunigen auf 25 km/h und bremsen auch mit dem Boda Boda einmal kräftig. Das hat sich ganz gut angefühlt. Sehr kontrollierbarer Bremsweg, auch etwa 4 bis 5 Meter. Auch hier sind die Bremsen gefühlt nicht ganz so knackig wie bei anderen Rädern. Mit der Magura-Bremse ist eventuell eine Einstellungssache oder eine Sache der Auswahl der Pads, der Bremsbeläge. Aber dennoch komplett kontrollierbares Erlebnis und keinerlei Beanstandung hier. Also das Boda Boda fährt sich schon sehr wie ein normales Fahrrad, während das Spicy Curry doch eindeutig Lastenrad ist.
Aber jetzt mal sehen, wie uns die Bikes nach ein paar Wochen gefallen haben. Jetzt sind wir diese beiden Räder im Alltag gefahren und haben bei beiden Rädern Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede festgestellt und bei beiden Rädern Punkte, die uns gut gefallen haben, aber auch Punkte, die uns weniger gut gefallen haben. Wenn ihr an der individuellen Bewertung beider Räder interessiert seid, dann empfehle ich euch mal die Links unten in der Videobeschreibung. Und jetzt werden wir mal auf 3 Punkte eingehen, die uns bei beiden Rädern richtig gut gefallen haben und 3 Punkte, die uns weniger gut gefallen haben. Und wir starten mit letzterem. Der erste Punkt ist die Kettenschaltung. Beide Räder und alle anderen Juba-Räder auch gibt es nur mit Kettenschaltung, die natürlich sehr effizient ist und sich sportlich fahren lässt, aber auch mehr Pflege bedarf als ein Riemen und eine Nabenschaltung und auch einem höheren Verschleiß ausgesetzt ist, besonders dann, wenn ihr die Räder stark beladet im Winter fahrt und auch dank dieser dicken Mittelmotoren. Der zweite Punkt ist die Akkugröße. Denn beide Räder haben einen 500 Wattstunden Akku an Bord, was bei uns im Alltag für eine Reichweite von 35 bis 40 Kilometer im Flachland, im städtischen Umfeld und im Turbomodus gereicht hat. Wenn ihr allerdings in hügeligeren Gegenden wohnt und das Rad häufiger schwer beladet, kann die Reichweite aber auch stark schrumpfen und dann könnten halt diese 500 Wattstunden eventuell einfach zu wenig sein. Und der dritte Punkt, grundsätzlich fahren beide Räder sehr stabil, haben aber in gewissen Beladungs- und Geschwindigkeitssituationen eine gewisse Bewegung im Lenker und schaukeln sich so ein bisschen auf. Wenn ihr beide Hände fest am Lenker haltet, ist das überhaupt kein Problem. Ich würde aber im Alltag auch immer darauf achten, dass die Last gleichmäßig auf den Heckgepäckträger und auf den Frontgepäckträger verteilt ist. Aber es gibt auch 3 Punkte, die diese Räder richtig gut machen. Und da ist der erste Punkt, die Rahmenkonstruktion und die Verarbeitung. Die sind wirklich auf allerhöchstem Niveau. Wir haben eine tolle Beschichtung hier, eine tolle Farbe. Die Rahmenverbindungen sind sehr gut ausgestaltet, trotz der ziemlich komplexen Rahmenkonstruktion. Und das resultiert dann bei beiden Rädern in einem sehr stoischen Fahrgefühl. Hier ist kein Gezitter im Rahmen, es gibt keine Verwindung im Rahmen, sondern das ist alles wirklich super stabil und die Räder fahren deswegen genauso, wie man sich das vorstellt. Stoisch und sehr sicher, selbst mit höherer Belastung. Der zweite Punkt ist die moderne Technik, denn mit der Renovierung beider Rahmen hat Juba sich dann auch an die notwendigen Tugenden gehalten und auch wirklich die modernen technischen Spezifikationen eingebaut. Wir haben Steckachsen hinten im Rahmen, wir haben moderne Federgabeln mit Steckachsen hier unten, wir haben auch Luftfedergabeln, um den Sag ziemlich genau einzustellen und auch das smarte System von Bosch. Damit ist das ganze System wirklich zukunftssicher ausgestaltet und ihr habt auch alle Möglichkeiten in Bezug auf die Konnektivität, die das smarte System so bieten. Und der dritte Punkt, den wir gut finden. Hi, hier ist im Urlaub arbeiten Tillmann. Der Punkt, den ich da genannt habe, der ist auch relevant, aber nicht so wichtig wie der, den ich jetzt sagen werde. Denn die Juba-Bikes sind die einzigen Longtail-Lastenräder, die ich kenne, mit einer Zuladung von 200 Kilogramm. Das maximale zulässige Gesamtgewicht rechnet sich also mit dem Basisgewicht der Bikes plus Zubehör, plus Personen auf dem Sattel, plus Passagiere, plus Gepäck. Und somit kommen wir auf ein zulässiges Gesamtgewicht bei den beiden Bikes von 232 respektive 234 Kilo. Und das ist mehr als jedes andere Longtail, zumindest wie mir bewusst ist. Und das ist wirklich außergewöhnlich. Und da sind wir dann auch schon bei der letzten Frage. Für wen sind diese Bikes am besten geeignet? Beziehungsweise für wen ist dieses Bike und für wen dieses Bike? Das Boda Boda ist für alle, die ein normales E-Bike suchen, das einfach nochmal eine ganze Ecke mehr kann. Mit der Belastungskapazität, mit dem langen Gepäckträger kann es Cargo, kann aber auch gleichzeitig sehr entspannt einfach durch die Gegend gefahren werden, ohne Last, fällt damit nicht negativ auf, es fährt nicht sperrig oder so, sondern ist sehr agil. Aber wenn ihr mal was transportieren wollt, dann kann das Boda Boda das. Und ihr bekommt sowohl eine sportliche als auch eine recht aufrechte Sitzposition hin und ist damit sehr vielseitig. Das Spicy Curry ist dann für euch das richtige Rad, wenn ihr einfach richtig was transportieren wollt. Wenn ihr zum Beispiel regelmäßig 3 Kinder durch die Gegend kutschieren wollt oder müsst und wenn ihr auch besonders diesen Punkt mit dem niedrigen Schwerpunkt schätzt, denn der ist wirklich signifikant niedriger. Das Spicy Curry fährt sich auch mit 2 Kindern hinten drauf eine ganze Ecke satter, als das beim Boda Boda der Fall ist. Und das Spicy Curry ist auch gerade dann das richtige Rad, wenn es wirklich längere Strecken geradeaus geht. Es ist nicht ganz so wendig wie das Boda Boda, aber lässt sich trotzdem auch ohne Probleme
im Alltag bewegen. Aber was haltet ihr jetzt von den Juba-Rädern? Und vielleicht nicht nur unbedingt von diesen beiden Modellen, sondern auch von allen anderen im Juba-Portfolio. Habt ihr vielleicht selber so eins und habt damit gewisse Erfahrungen gesammelt? Dann schreibt sie doch gerne mal unten in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss! Bis dann!